Any other question? Noch Fragen? Yes, please. I've heard that before. Yeah, me too. Yeah. Yeah. So it's always not like it's. I hear it before, and I can also follow you as far as my experience goes. And yeah. Then I go out, and then, you know, Yeah, of course. doesn't help. Huh? Yeah. So, I mean, it's good to remember again. Yeah. Huh? And to be here and to share with all the other people that are interested in. Yeah. Yeah. Okay. Also ich It's not a question, it's just a. No? But I have an answer. Okay. Yeah. I like to hear. Also sie sagt, ich kenne das, was du gesagt hast. Ich habe das früher schon gehört und ich kann es auch nachvollziehen. Aber wenn ich dann, und es ist auch schön, das hier sich dran zu erinnern. Aber wenn ich rausgehe, was ist dann? First of all, perhaps we need this reminder more than every once in a while. Vielleicht müssen wir uns öfter als nur gelegentlich daran erinnern. This is actually the job of a teacher. Und das ist eigentlich der Job eines Lehrers. It's like teachers, they keep reminding us Lehrer erinnern uns immer wieder daran. our lost love. Sie erinnern uns an unsere verlorene Liebe. It's like we're walking on earth and we know that we are in love, Es ist so, als würden wir durch die Welt gehen und wir wissen, dass wir verliebt sind, but we just don't remember with whom. aber wir haben vergessen, in wen wir verliebt sind. And then there's the teacher that sits and says, yeah, that's the guy, that's the one. Und dann sitzt da der Lehrer und sagt, es ist dieser da. And then our hearts jump. Und dann macht unser Herz einen Sprung. And if our hearts jump, that is exactly what I said. This is a sign of grace. Und wenn unser Herz diesen Sprung macht, dann ist das ein Zeichen dieser Gnade. This is the divine in us awakening. Das ist das Göttliche in uns, das aufwacht. And if it feels like it just can't get enough of it, Und wenn es sich anfühlt, als könnte man nicht genug davon kriegen, that's where we become our own reminders. dann fangen wir an, uns selbst daran zu erinnern. Because you see, for me, when I first heard that, Aber für mich war es so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, I became crazily in love. habe ich mich furchtbar verliebt. It's like I said, that or nothing. Ich habe gesagt, das oder gar nichts. And that was being a constant reminder of my own self. Und das hat mich ständig an mein eigenes Selbst erinnert. So it's all, of course, there's all a certain degrees of passion, you see. Und natürlich gibt es gewisse Abstufungen in der Leidenschaft. And passion can be ignited by the presence of great masters. Diese Leidenschaft kann entzündet werden, zum Beispiel in der Präsenz großer Meister. By the presence of devotional songs. Oder durch Lieder der Hingabe. And perhaps we need some more of these reminders along the day. Und vielleicht brauchen wir während des Tages mehr von diesen Erinnerungen. It's enough to take 5 minutes to look at a great master on YouTube. Es reicht, sich 5 Minuten lang einen großen Meister auf YouTube anzusehen. You look into his or her eyes and you say to yourself, oh, this is how my eyes should look. Du schaust in seine oder ihre Augen und denkst, ach, so sollten meine eigenen Augen aussehen. That brightness, that confidence. Diese Helligkeit, dieses Selbstvertrauen. That can never come out of our narrow, limited self. Das nie aus einem engen, begrenzten Selbst kommen kann. Any other question? Noch Fragen? Yes, please. Ich kann nur Deutsch. Yeah. Die Kundalini, du sprachst zum Anfang von der Kundalini. Ist das dann erst möglich, in die höhere Erfassung dieser Ebenen zu kommen, wenn die Kundalini durch die Chakren aufgestiegen ist? You were talking about the Kundalini. Is it only possible to go into these higher levels of consciousness when the Kundalini has risen up? That's a beautiful question. Das ist eine schöne Frage. Also the previous one, sorry. Otherwise I get myself into trouble. Aber das ist eine Frage. So, basically we are capable of
getting in touch with the higher reality also before the awakening of the Kundalini. Im Prinzip können wir mit der höheren Realität auch in Berührung kommen, bevor die Kundalini aufwacht. That's the great thing. Our heart can know now. Das ist das Tolle. Unser Herz kann es jetzt wissen. And our sixth chakra can also know now. Und auch unser sechstes Chakra kann es jetzt wissen. Our seventh chakra, the chakra of infinity, can open at every moment. Das siebte Chakra, das Chakra der Unendlichkeit, kann sich in jedem Moment öffnen. There are no special occasions. Dafür braucht es keinen besonderen Anlass. It can happen while listening to this talk now. Es kann auch in diesem Moment passieren, in dem ihr zuhört. It just requires a moment of openness and sincerity. Es braucht dafür nur einen Moment der Offenheit und Aufrichtigkeit. A moment in which we stop postponing. Einen Moment, in dem wir es nicht mehr weiter nach hinten schieben. Like saying, oh, this is an interesting thing, maybe I will think about it tomorrow. Nicht zu sagen, ja, das ist interessant, darüber denke ich vielleicht morgen nach. So when I stop postponing I become more vulnerable and I simply listen. Wenn ich also aufhöre, Dinge nach hinten zu verschieben und mich verletzlich mache und zuhöre, then I find my attention growing, expanding without much intention. Dann merke ich, wie meine Aufmerksamkeit wächst, selbst wenn ich das nicht absichtlich mache. And this is all very innocent. Und das ist sehr unschuldig. We don't need to be like great intellectuals who have learned the Bhagavad Gita by heart. Man muss dafür kein großartiger Intellektueller sein, der die Bhagavad Gita auswendig gelernt hat. On the contrary, sometimes it gets our mind so stuffed with quotes Im Gegenteil, manchmal hat man dann so viele Zitate im Kopf, that we forgot what these quotes really mean. dass man vergisst, was diese Zitate eigentlich bedeuten. They simply say, look, now. Sie sagen einfach nur, schau jetzt. So this is the thing. So these chakras, they can open it or become activated at every given moment. Das ist also der Punkt. Diese Chakren können in jedem Moment aktiviert werden. But to stabilize in states of consciousness, Aber um sich zu stabilisieren in diesen Bewusstseinszuständen, to become immersed in states of consciousness um ganz darin eingetaucht zu sein, that eventually turn into states of being um das zu Seinszuständen werden zu lassen, that are completely irreversible, die komplett unumkehrbar sind. for that we need to have our Kundalini awakened. Dafür brauchen wir ein Erwachen der Kundalini. And not just awakened. Und nicht nur erwacht. Awakened in a way that it never returns to be dormant. Sie muss in einer Weise erwachen, dass sie nie wieder zum Schlafen zurückgeht. Okay? Yeah. Okay. I have a question. Yes, please. When you are surrounded of people who have a lot of problems, or you live in a country where you are surrounded with problems like war, dead people, sick people, really big problems, do you have the capacity to find this no way to think about things like consciousness when you are so surrounded with so really big problems? You understand my question? Yeah, definitely. Okay. Wie ist es, wenn man umgeben ist von Menschen, die große Probleme haben, oder wenn man selbst in einem Land lebt oder in einer Umgebung, in der zum Beispiel Krieg ist oder in der es wirklich diese existenziellen Bedrohungen gibt? Kann man sich dann diesen Fragen widmen, diesem pfadlosen Weg? I have a winning answer. Ich habe eine gute Antwort darauf. I come from Israel. Ich komme aus Israel. When I moved to Germany, I counted and realized that only during my adolescence, my young life, I went through four wars. Ich habe mal nachgezählt, als ich nach Deutschland gezogen bin, dass ich allein in meiner Jugend 4 Kriege erlebt habe. And that is a citizen, not as a soldier. Und das als Bürger, nicht als Soldat. So in that sense, living there is definitely, if you can remain awakened there, you can remain awakened everywhere. Das heißt, wenn du da erwacht bleiben kannst, dann geht es überall. But the thing is, first of all, it has two aspects, your question. Aber deine Frage hat 2 Aspekte. That it really doesn't matter what the conditions are Es kommt wirklich nicht darauf an, was die Bedingungen sind, when it comes to awakening. wenn wir über das Erwachen sprechen. Because awakening is always beyond that.
Denn das Erwachen ist immer jenseits davon. You can get completely caught in extremely comfortable lifestyle. Du kannst dich auch in einem extrem bequemen Lebensstil komplett verfangen. Sometimes a completely comfortable lifestyle is even more dangerous than war zone. Manchmal ist in diesem Sinne ein bequemer Lebensstil noch gefährlicher als ein Kriegsgebiet. It keeps us asleep. Denn wir schlafen, wir bleiben schlafen. There is no reason, no friction that makes our hearts sick. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Reibung, die unser Herz dazu bringen, etwas zu suchen. And the second thing that is still worth of mentioning about your question, Und eine zweite Sache, die ich noch erwähnen möchte in Bezug auf deine Frage, that it doesn't mean that this awakening leaves you indifferent. es heißt nicht, dass dieses Erwachen aus dir jemand macht, dem alles egal ist. You see, awakening means becoming neutral in the sense of becoming of going beyond suffering and happiness. Erwachen bedeutet, dass du in gewisser Weise neutral wirst, in dem Sinn, dass du jenseits von Leiden bist und jenseits von normalem Glück. But let us not let us not forget that God is also a heart. Aber lass uns nicht vergessen, dass Gott auch ein Herz hat. God is not just an expanding mind. Er ist nicht nur ein sich ausdehnendes Bewusstsein. And this is the beautiful thing, that because alongside with this spreading of our consciousness, Und das ist das Schöne, denn gemeinsam mit diesem Weiterwerden unseres Bewusstseins also our hearts expand to include suffering wird unser Herz immer weiter und schließt auch das Leiden ein. and to seek ways to resolve this suffering. Und sucht nach Wegen, dieses Leiden zu lösen, zu lindern. You see? So sometimes these ways are the ways of simple help. Und manchmal kann es einfach bedeuten, dass man hilft. And sometimes it's realizing that more people should and can know the secret of self-knowledge. Und manchmal heißt es, dass man mehr Menschen zeigen will, dieses Geheimnis der Selbsterkenntnis. Okay? Thank you. I can answer one more question. Eine Frage kann ich noch beantworten. Yes, please. Ist die Kundalini durch einen Lehrer zu erwachen zu bringen oder kann die Kundalini alleine sozusagen sich entwickeln, über irgendwelche Übungen gehen und stabilisiert werden? Can the Kundalini wake up? Can it wake up only through a teacher, or can it wake up by itself or through some exercises and remain stable? Yeah, the Kundalini is usually, in its most powerful way, is awakened by a teacher. Also die kraftvollste Weise, die Kundalini aufzuwecken, ist durch einen Lehrer. But this doesn't mean that it cannot happen spontaneously. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch spontan passieren kann. Just by the most honest and simple sitting by the lake. Einfach indem man am See sitzt. You see, so in a way, the teacher has the knowledge how to maintain and stabilize a Kundalini awakening. Der Lehrer weiß, wie man das Kundalini-Erwachen erhalten und stabilisieren kann. The teacher is like a master of Kundalini. Der Lehrer ist wie ein Kundalini-Meister. He has become the master of his own Kundalini, Er hat seine eigene Kundalini gemeistert. and therefore he can guide the Kundalini of another. Deswegen kann er jemanden anders dabei anleiten. But this doesn't mean that some individuals could not receive it in a different way. Aber das bedeutet nicht, dass einige Individuen es auch nicht auf eine andere Weise And even somehow stabilized in this state. und dass es kann auch sogar passieren, dass sie sogar in diesen Zuständen stabil bleiben. You see? Basically, whenever we feel true bliss, that means that this is like a slight Kundalini awakening. Jedes Mal, wenn wir uns wirklich glückselig fühlen, dann ist das wie ein kleines Erwachen der Kundalini. It's like this stream of life force is simply slightly shot towards our heads.
dieser Strom der Lebenskraft schießt quasi nach oben in unseren Kopf. Moving against the force of gravity. Bewegt sich gegen die Schwerkraft. And that immediately fills us with the sense of expansion. Und das füllt uns augenblicklich mit einem Gefühl der Ausdehnung. Like being more of ourselves. Als wären wir mehr. Less conditioned, less dependent. Weniger konditioniert, weniger abhängig. Kann ich noch eine Frage stellen? Okay, the last one, yeah? Ich komme aus einem heilenden Beruf und wir haben ja viele Patienten, die depressiv sind. Und ich habe so das Gefühl, diese Erkenntnis des Selbstes wäre das Heilmittel der Depression. Wie ist deine Erfahrung? I come from a healing profession and we have many depressed people, and it seems to me that what this recognition of the self that you're talking about would be the cure for that. The cure of every psychological limitation, yeah. Das ist das Heilmittel für jede Art von seelischer oder psychologischer Einschränkung. Any kind of emotional and mental contraction. Jedes Gefühl emotionaler oder mentaler Enge. Because again, the one thing that cures our very psychology. Die eine Sache, die unsere Psyche heilt. Psychology is the very act of continuously contracting my attention. Unsere Psyche bedeutet, dass wir unsere eigene Aufmerksamkeit immer wieder und kontinuierlich verengen. I focus strongly so much on one organism in time and space. Ich konzentriere mich so sehr auf einen einzigen Organismus in einem bestimmten Zeit und Raum, that eventually this becomes self-destructive. Dass es selbstzerstörerisch wird. I'm starting to chase my own tail. Ich fange an, meinem eigenen Schwanz hinterher zu rennen. I'm creating imaginary problems. Ich fange an, eingebildete Probleme zu produzieren. And suddenly I get all these kinds of strange needs and wants. Und auf einmal habe ich diese ganzen seltsamen Bedürfnisse und Wünsche. I want to be loved, I want attention. Ich will geliebt werden, ich will Aufmerksamkeit haben. I want to be recognized. Anerkannt werden. And the thing that really needs attention is our attention. Und das, was eigentlich die Aufmerksamkeit braucht, ist unsere Aufmerksamkeit. Then we realize that we never really needed attention. Und dann erkennen wir, dass wir es nie gebraucht haben, dass jemand anders uns Aufmerksamkeit schenkt. Only our own. Wir brauchen es nur von uns selbst. So I thank you so much. Vielen Dank. Please remember, I was looking at you all this lecture. Denkt dran, ich habe euch gemeint. So I worship. Looked on you. Yeah. At you. So bless this self that is within us all.